Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Deutsch im Alltag. Heute zeigen wir euch 50 nützliche Sätze, die euch im täglichen Leben helfen können. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Schön, dass ihr dabei seid bei Deutsch im Alltag. Wir erkunden zusammen einfache, aber effektive Sätze für den Alltag. Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, um keine Episode zu verpassen. Weißt du, was ich an einem sonnigen Morgen am meisten mag? Die Möglichkeit, draußen zu sitzen und einfach mit jemandem zu plaudern. Wie siehst du das? Absolut. Ein Kaffee auf der Terrasse und eine nette Unterhaltung können den Tag wirklich versüßen. Hast du einen Lieblingsplatz, wo du das gerne machst? Tja, ich gehe gerne in den Park in der Nähe meines Hauses. Die Bäume sind schön und die Atmosphäre ist entspannt. Es ist perfekt, um sich mit Freunden zu treffen. Und du? Oh, das klingt toll. Ich bevorzuge das kleine Café an der Ecke. Sie haben die besten Croissants und der Barista kennt meinen Namen. Es fühlt sich fast wie zu Hause an. Es ist schön, Orte zu haben, an denen man sich wohlfühlt. Und es ist so einfach, dort mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Meistens beginnt es mit einem einfachen Wie geht's? Stimmt. Und oft entwickelt sich daraus ein richtig interessantes Gespräch. Manchmal erfahre ich die spannendsten Geschichten von Leuten, die ich vorher nie getroffen habe. Das inspiriert mich immer wieder. Genau. Smalltalk kann der Beginn von etwas Großem sein. Auch wenn es nur um das Wetter geht, kann es der Start für tiefere Themen sein. Hast du ein Beispiel dafür? Letzte Woche habe ich mit jemandem über das wechselhafte Wetter gesprochen. Plötzlich redeten wir über Reisen und die schönsten Orte, die wir gerne besuchen möchten. Das war unerwartet, aber großartig. Reisen ist ein wunderbares Thema. Da gibt es so viel zu erzählen. Die Kulturen, die man entdeckt und die Menschen, die man trifft, bereichern das Leben ungemein. Hast du einen Traumort? Definitiv. Ich träume davon, einmal nach Japan zu reisen. Die Mischung aus Tradition und Moderne fasziniert mich. Und bei dir? Bei mir wäre es Island. Die Natur dort muss atemberaubend sein, diese Weite und die Nordlichter. Ich stelle es mir unglaublich vor, das einmal live zu sehen. Island ist sicher fantastisch. Weißt du, was mir gerade einfällt? Diese Gespräche erinnern mich daran, wie wichtig es ist, offen für Neues zu sein. Man weiß nie, was sich aus einem kleinen Gespräch entwickeln kann. Genau. Und gerade im Alltag kann uns ein kurzer Austausch so viel geben. Es ist wie ein kleiner, unerwarteter Schatz. Findest du nicht auch? Absolut. Und es bringt eine positive Dynamik in den Tag. Ich denke, wir sollten öfter einfach den ersten Schritt machen und einem Fremden ein Lächeln schenken oder ein Gespräch beginnen. Während wir vom Reisen träumen, müssen wir uns doch auch um den Alltag kümmern. Einkaufen gehört da einfach dazu, findest du nicht? Ja, das stimmt. Ich genieße es sogar, durch den Markt zu schlendern und frische Zutaten zu entdecken. Hast du einen Lieblingsmarkt? Der Wochenmarkt in der Stadt ist mein Favorit. Die Stände sind so bunt und die Verkäufer so freundlich. Hast du dort schon mal eingekauft? Ja,
Und ich liebe die Atmosphäre. Man kann immer ein nettes Gespräch anfangen, zum Beispiel mit einem einfachen „Was empfehlen Sie heute?" Genau. Und oft bekommt man dann die besten Tipps für neue Rezepte. Das macht das Kochen später umso spannender, finde ich. Absolut. Und nach dem Einkaufen finde ich es schön, in einem Café eine Pause einzulegen. Dort treffe ich oft Bekannte und es ergibt sich ein spontaner Plausch. Ja, Cafés sind perfekte Orte für einen kurzen Austausch. Ein einfaches „Ist der Platz noch frei?" kann schon den Beginn einer netten Unterhaltung bedeuten. Stimmt, und manchmal hat man das Glück, von einem Fremden eine interessante Geschichte zu hören. Das macht den Alltag doch gleich viel lebendiger. Genau, solche kleinen Begegnungen können den Tag wirklich bereichern. Apropos Alltag, wie organisierst du deine Termine? Ich nutze gerne einen Kalender auf meinem Handy. Er erinnert mich zuverlässig an alles Wichtige. Wie machst du das? Ähnlich, aber ich bevorzuge einen klassischen Papierkalender. Es hilft mir, den Überblick zu behalten, vor allem bei spontanen Verabredungen. Ja, manchmal sind spontane Treffen die schönsten. Ein „Hast du heute Nachmittag Zeit?" kann zu einem unvergesslichen Erlebnis führen. Richtig. Und es ist immer schön, wenn man die Flexibilität hat, solche Gelegenheiten wahrzunehmen. Das bringt Frische in den Alltag. Da stimme ich dir zu. Und das Schöne ist, dass man im Alltag nicht nur organisiert, sondern auch offen für Überraschungen sein kann. Absolut. Die Balance zwischen Planung und Spontaneität zu finden, ist der Schlüssel. Und manchmal sind es die kleinen Alltagsmomente, die uns am meisten Freude bereiten. Ja, genau diese Momente erinnern uns daran, dass der Alltag voller kleiner Wunder steckt, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Welche kleinen Alltagserlebnisse bereichern deinen Tag und lassen dich lächeln? Nach so einem erfüllten Tag im Alltag ist es doch schön, sich über die Erlebnisse auszutauschen. Gefühle und Meinungen spielen da eine große Rolle. Wie siehst du das? Da stimme ich dir zu. Ein einfaches „Wie fühlst du dich?" kann oft ein tiefes Gespräch eröffnen. Es ist wichtig, offen über Gefühle zu sprechen, findest du nicht? Ja, absolut. Das schafft Vertrauen und Verständnis. Besonders wenn man sagt, das hat mich wirklich berührt, kann man ehrliche Reaktionen hervorrufen. Genau. Und manchmal reicht ein „Ich sehe das anders" aus, um eine interessante Diskussion zu starten. Unterschiedliche Meinungen sind oft bereichernd. Das stimmt. Es zeigt, dass wir alle verschieden sind und es keine richtigen oder falschen Gefühle gibt. Ein „Das macht mich glücklich" ist genauso wertvoll wie ein „Das macht mich nachdenklich". Und wenn wir unsere Reaktionen teilen, wie „Das hat mich überrascht", lernen wir oft, uns selbst und andere besser zu verstehen. Das ist doch spannend, oder? Ja, und es hilft, Missverständnisse zu vermeiden. Sätze wie „Ich verstehe, warum du so denkst" können Brücken bauen und das Gespräch positiv beeinflussen. Und durch solche Gespräche entdecken wir oft neue Perspektiven. Ein einfaches „Ich habe das noch nie so gesehen" kann der Anfang von neuen Einsichten sein. Genau.
Und es zeigt, dass man offen für Neues ist. Auch ein „Das macht mir Angst“ kann helfen, Ängste abzubauen, wenn man darüber spricht. Es braucht manchmal Mut, solche Gefühle zu teilen, aber es lohnt sich. Ein Danke, dass du zuhörst, kann eine starke Verbindung schaffen. Ja, zuhören ist so wichtig. Oft reicht es einfach da zu sein und mit einem „Ich bin hier“ zu zeigen, dass man sich kümmert. Und solche Gespräche bereichern unseren Alltag. Sie zeigen uns, dass wir verbunden sind und nicht allein mit unseren Gedanken und Gefühlen. Absolut. Es sind diese ehrlichen Gespräche und das Teilen von Gefühlen, die uns als Menschen näher bringen und den Alltag lebendig machen. Welche Erfahrungen hast du gemacht, wenn du offen über deine Gefühle sprichst oder andere danach fragst? Nachdem wir über Gefühle gesprochen haben, kommen wir zu Alltagssituationen, in denen wir Probleme lösen, um Hilfe bitten oder Abschied nehmen müssen. Ja, das sind Momente, die jeder kennt. Ein einfaches „Kannst du mir helfen?“ kann manchmal viel bewirken und zeigt, dass wir nicht alles alleine schaffen müssen. Genau. Und ein „Es tut mir leid, ich habe ein Problem“ kann Türen öffnen, um gemeinsam Lösungen zu finden. Es erfordert oft Mut, darüber zu sprechen. Und wenn jemand um Hilfe bittet, ist ein „Natürlich, wie kann ich helfen?“ eine schöne Geste. Es zeigt, dass man bereit ist, zu unterstützen. Ja, und manchmal reicht schon ein „Ich verstehe, das ist schwierig“ aus, um jemandem das Gefühl zu geben, nicht allein zu sein. Ein anderes wichtiges Thema ist der Abschied. Ein einfaches „Bis bald“ kann einen positiven Eindruck hinterlassen und zeigt, dass man in Kontakt bleiben möchte. Stimmt, Abschied nehmen kann schwer sein, aber ein „Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder“ kann den Moment erleichtern und Hoffnung geben. Und manchmal ist ein „Danke für alles“ ein schöner Abschluss eines Treffens. Es zeigt Wertschätzung und Dankbarkeit. Und wenn wir uns verabschieden, ist ein „Pass auf dich auf“ eine liebevolle Geste, die Fürsorge zeigt. Ja, solche kleinen Sätze können den Alltag wirklich bereichern und zeigen, wie wichtig zwischenmenschliche Beziehungen sind. Besonders in schwierigen Situationen kann ein „Lass uns das gemeinsam angehen“ eine große Unterstützung sein und Zusammenhalt fördern. Und bei einer Bitte kann ein „Ich bin für dich da“ viel Vertrauen aufbauen und zeigen, dass man nicht allein ist. Und wenn wir uns verabschieden, ist es schön, mit einem „Ich freue mich schon aufs nächste Mal“ positive Erwartungen zu schaffen. Ja, das beendet den Tag mit einem guten Gefühl und öffnet die Tür für zukünftige Begegnungen. Genau. Und so meistern wir den Alltag gemeinsam, indem wir offen kommunizieren und füreinander da sind. Vielen Dank, dass ihr bei unserem Podcast dabei wart. Wir hoffen, ihr konntet einiges über das Meistern von Alltagssituationen lernen. Teilt eure Gedanken mit uns in den Kommentaren, vielleicht ein „Ich freue mich schon aufs nächste Mal“. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Folge verpasst. Ein Like zeigt uns, dass euch unser Inhalt gefällt. Danke für eure Unterstützung und bis bald mit neuen spannenden Themen.
Die Reaktion. Eine Reaktion zeigt oft echte Gefühle. Die Reaktion kommt manchmal ganz spontan. Das Missverständnis. Ein Missverständnis entsteht schnell im Gespräch. Durch ein Gespräch lässt sich jedes Missverständnis klären. Die Perspektive. Eine andere Perspektive kann hilfreich sein. Die Perspektive verändert oft die Meinung. Die Unterstützung. Unterstützung ist in schweren Momenten wichtig. Mit Unterstützung fühlt man sich sicherer. Der Abschied. Der Abschied fällt nicht immer leicht. Ein freundlicher Abschied bleibt in Erinnerung.